Wir arbeiten einen Adventskalender aus einzelnen Adventskalendertürchen. Ihr könnt diese Türchen aus unterschiedlichen Stoffen arbeiten, sodass ihr ihn aus Resten arbeiten könnt, oder ihr arbeitet ihn, wie ich hier, aus 2 ausgesuchten Stoffen. Wir haben eine Tasche, die wir später füllen können, und das Ganze hängen wir einmal auf. Ich habe hier gerade eine weggeklappte und eine zusätzliche Nähmaschine. Das ist die Nähmaschine, mit der ich eigentlich draußen nähen wollte, da bei meiner Pfaff 260, mit der ich sonst immer nähe, der Riemen, die Antriebskette gerissen ist, bin ich zwischendurch umgesprungen und habe den Rest mit Fußbetrieb auf dieser Maschine gemacht. Meine neue Ateliermaschine habe ich ja noch nicht gereinigt. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir quilten, patchen und treten los. Wir legen alle Zutaten, die wir für einen Tannenbaum brauchen, vor uns hin. Das heißt, vor uns liegt ein Stoffstück, 17 x 17 cm groß, in der Hintergrundfarbe, 2 Stoffstücke, 18 x 18 cm groß. Auf der Rückseite haben wir die Flieseline bereits aufgeklebt mit einem 18 x 9 cm großen Stoffstück an beiden Stoffen. Wir haben ein 17 x 17 cm großes Hintergrundstück und wir haben ein 17 x 17 großes Hintergrundstück aus unserem Hintergrundstoff, bereits beklebt mit Flieseline H640. Auf unser vorderes Stoffstück zeichnen wir einmal unseren Tannenbaum auf. Dazu findet ihr verlinkt in der Beschreibungsbox eine Schablone zum freien Download. Ihr schneidet die Schablone aus und schneidet einmal den Tannenbaum aus. Auf der Rückseite habe ich meine Schablone verstärkt mit Schmirgelpapier. Wie das geht, dazu verlinke ich euch ebenfalls ein Video. Wenn ihr das so vorbereitet habt, könnt ihr die Schablone auflegen auf euren Stoff. Das Ganze haftet sehr gut und ihr braucht den Tannenbaum nur noch einmal nachzeichnen. Wenn wir das haben, legen wir unseren Tannenbaum einmal zur Seite. Wir nehmen eines von den vorbereiteten 18 x 18 cm großen Stoffstücken. Wir schlagen die nicht beklebte Stoffseite über unsere beklebte Stoffseite, über die Füllung, und wir drehen das Ganze einmal um. Unseren Tannenbaum legen wir nun ganz genau mit der unteren Seite so an unser vorbereitetes Stoffstück. Damit wir später nähen können, stecken wir das Ganze einmal fest. Wir nehmen das zweite 18 x 18 cm große Stoffstück, schlagen die Stoffseite über die bebügelte Seite, drehen das Ganze wieder um und wir legen beide Rechtecke eng aneinander. Wir schlagen unser vorbereitetes Stoffstück zurück und wir schieben das Ganze jetzt richtig fest ineinander, damit das Halt hat und wir später eine wirklich schön geschlossene Tasche bekommen. Wenn wir das Ganze so vorbereitet haben, nähen wir einmal unseren Tannenbaum mit einem Geradstich nach. Meine Stichlänge ist auf 2 eingestellt. Meine Stofflagen liegen nun ganz gerade unter der Maschine. Ich vernähe.
Meine alte Pfaff hat keinen Obertransporteur, das heißt, als Füßchen habe ich ein Füßchen mit einem Obertransporteur gewählt. Als Unterfaden habe ich Decobob von Wonderfil gewählt. Als Oberfaden habe ich Tutti von Wonderfil gewählt. Das ist ein 50er Gewichtsfaden aus einer ägyptischen Baumwolle und der Faden hat mehrere unterschiedliche Farben. In meiner Maschine habe ich eine Super Universalnadel von Schmetz eingestellt mit einer Stärke von 80. Wir haben sehr viele Lagen übereinander und so ist das, wenn wir das Ganze zusammennähen, eine gute Kombination von Faden, Nadel, Stoff und Füllung. Ihr findet alle Angaben zu den Materialien und zum Füßchen verlinkt unter diesem Video. Und wir vernähen dreimal auf der Stelle. So schaut das Ganze nun aus. Als nächstes möchten wir unseren Tannenbaum ausschneiden. Das heißt, wir klappen einmal unser Quadrat zusammen. Das schaut nun so aus und hier in der Mitte ist die Lage, die wir gerne loswerden möchten. Das heißt, wir klappen das Ganze zusammen, nehmen eine Schere und schneiden einmal in die mittlere Lage. So, wenn wir das jetzt öffnen, haben wir schon die Gewissheit, dass wir unsere unteren Stoffe nicht mit abschneiden. Wir möchten das Ganze einmal ziemlich knapp ausschneiden. Unser mittleres Quadrat, unseren mittleren Tannenbaum schneiden wir so einfach aus. Und tada, unser Tannenbaum erscheint schon. Diesen Tannenbaum möchten wir nun einmal zickzack mit dem gleichen Garn abnähen. An meiner Maschine stelle ich einen Dreier Zickzackstich ein. Ein Zickzackstich mit einer 3 mm Weite und eine Stichlänge von 2 mm. Meine gerade genähte Naht läuft nun an dieser Füßchen, an der inneren Füßchenkante entlang. Wir vernähen und wir nähen los. Dieses Tutti-Garn holt den Tannenbaum noch einmal so richtig hervor, lässt sie noch einmal so richtig aufleuchten. Am Ende vernähen wir wieder dreimal auf der Stelle. Und wir können schon durch unsere Tasche greifen. Zusammengesteckt habe ich das Ganze mit Wonderpins von Clover. Wir entfernen die Wonderpins. Als nächstes bekommt unser Tannenbaum den Hintergrund. Das heißt, wir legen einfach unseren Tannenbaum auf den Hintergrundstoff, damit, wenn wir jetzt in die Tasche greifen, wir auf jeden Fall einen passenden Hintergrundstoff haben. Wir richten das gut aus und stecken das erneut fest. Wenn wir nun unseren Hintergrundstoff an unseren Tannenbaum nähen, bekommen wir eine Tasche. Dazu stellen wir eine Stichlänge von 2 mm ein. Unsere Füßchen-Außenkante läuft an der Außenkante unseres Stoffquadrates entlang und wir nähen. Wir vernnähen. Am Ende vernähen wir wieder dreimal auf der Stelle und unsere Tasche ist schon einmal geschlossen und fertig vorbereitet. Wenn wir aus unseren vorbereiteten Taschen einen Kalender arbeiten wollen, arbeiten wir zunächst einmal 24 solcher Taschen. Wenn unsere Tannenbaumtasche fertig genäht ist, schneiden wir den äußeren Rand zurück. Wir haben hier unsere Tasche abgesteppt
Wir legen die 1 cm Linie auf die abgesteppte Linie und den übrigen Rest schneiden wir zurück. Unsere Adventskalendertasche soll noch einen Henkel bekommen. Dazu nehmen wir einen 5 cm breiten Streifen. Den Streifen falten wir einmal in einen Bruch. Die linke Seite liegt innen, die rechte Seite liegt außen. Wir schieben zuerst die offene Seite unter unser Nähfüßchen. Ich stelle einen Zickzackstich von 3 mm an und eine Stichlänge von 0,2. Und nun steppen wir das Ganze auf beiden Seiten mit Zickzack ab. Das Gleiche wiederholen wir auf der zweiten Seite. Unsere Tasche ist fertig genäht, unsere Ränder sind zurückgeschnitten und nun möchten wir dem Ganzen noch eine gefütterte Rückseite geben. Wir nehmen das Quadrat mit der Flieseline-Auflage und legen das einmal hinter unser Türchen. Das Ganze richten wir ganz genau aus und hier überall sehen wir noch so ganz leicht noch Ränder überstehen. Das möchten wir nicht haben, denn wir möchten das mit Zickzack zusammennähen. Also schneiden wir zur Kontrolle noch einmal nach. Wir legen die 1 cm Linie auf unsere genähte Umrandung, auf unsere genähte Tasche. Und wir schneiden. Und das Ganze klippen wir wieder zusammen. Unseren 15 cm langen Streifen nehmen wir, falten ihn einmal in der Mitte und diese so entstandene Schlaufe legen wir nun zwischen Rückseite und Tasche. Unsere Schlaufen sollen gleich groß sein, das heißt, ich schiebe meine Tasche, mein Türchen, gegen mein Lineal und ich richte meinen Streifen aus. Meinen ausgerichteten Streifen stecke ich einmal fest. So schaut das aus. Das Ganze kann ich nun an meiner Nähmaschine abnähen. Wir vernähen dreimal auf der Stelle. Meinen Zickzackstich stelle ich auf die größte Breite ein. Meine Stoffkante führe ich ein bisschen an der Mittellinie meines Füßchens vorbei. Ich möchte auf jeden Fall, dass meine Nadel außerhalb, auf dieser Seite außerhalb meiner Stofflinie einsticht, also am Stoff vorbei wandert und die andere Seite soll auf jeden Fall in meinen Stoff wandern. Wenn ich meinen Stoff so knapp an der Mittellinie vorbeischiebe, dann passiert es ganz schnell, dass mein Stoff sich hier umdreht, dass er in dieser Füßchenkante hochwandert. Damit das nicht passiert, lege ich mir eine Ahle hin. Diese Ahle hat eine gebogene Spitze und diese gebogene Spitze kann ich genau auf meine Kante legen. Und dann zieht sich mein Stoff ganz wunderbar in richtige Richtung. Ich habe auf der zweiten Seite jetzt keinen extra Stoff untergeschoben. Ich habe also nicht darauf geachtet, dass ich auf jeden Fall eine ähnliche Füßchenhöhe habe. Warum nicht? Mein Obertransportfüßchen wandert tief genug. Und dieses
Obertransportfüßchen gleicht diese unterschiedliche Ebene wieder ein bisschen aus. Nicht komplett, aber ausreichend, sodass ich ein gutes Nähergebnis bekomme und mich nicht noch auf ein zweites Stoffstück konzentrieren muss. Und wir nähen einmal im Zickzack um unseren Rand. Und so schaut unser Türchen fertig aus. Wenn alle 24 Fensterchen, alle 24 Türchen fertig gearbeitet sind, dann brauchen wir für unseren Kalender nur noch Bänder. Unsere Bänder arbeiten wir, indem wir 5 cm breite Streifen erneut doppelt schlagen über die gesamte Stoffbreite. Wir legen eine große Schlaufe und nähen diese große Schlaufe einmal genau an den Stellen ab, an denen wir unsere Holzstäbe, auf die wir unsere Türchen ziehen, einhängen möchten. Das Ganze können wir einmal nähen und dann noch einmal probeweise ausrichten mit einer Stecknadel, um dann erneut an der richtigen Stelle, einfach nur mit einem Zickzackstich unsere Grenzen zu nähen. An der unteren Linie bleibt das Ganze einfach in einer Schlaufe. Unsere auf Holz gesteckten Türchen hängen wir nun einfach in unsere Schlaufen ein. Bevor ich meine Schlaufenbänder arbeiten konnte, riss an meiner Maschine der Antriebsriemen, die Antriebskette. Also habe ich das Ganze abgeschlossen auf meiner 230, die ich schon für den Außenbereich, fürs Quilten und Patchen im Freien vorbereitet habe. Das war noch ein bisschen anstrengend, denn die ganze Maschine war noch nicht richtig geölt. Das heißt, sie ging noch sehr schwer und zwischendurch durfte ich dann immer wieder Öl nachfüllen und ich hoffe, dass sie jetzt endlich richtig gut läuft. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen und quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.